Heute möchte ich euch wieder ein Trainingstool vorstellen und zwar hier Pumpet. Trutra Pumpet nennt sich das Ganze. Ihr seht, es ist eine halbe Trompete. Man hat den Ventilstock, man hat das Mundrohr, auf dem auch das Mundstück sitzt und am Ende des Mundrohrs, das kann man hier eventuell erkennen, ist ein Umschaltventil. Da kann man letztendlich den Widerstand regeln, den man eben beim Buzzing letztendlich dann spürt. Also es handelt sich hier um letztendlich ein Buzzing-Gerät, aber im Vergleich zu anderen Buzzing-Geräten mit dem Vorteil, dass man eben seine Technik anhand der Ventile hier automatisch mittrainieren kann. Ich empfehle dir, dass du dir entweder Übungen ausdenkst oder eben deine technischen Übungen auf diesem Pumpet trainierst. Wir starten jetzt einfach mal und du wirst sehen, ich nehme jetzt einfach mal die ersten 5 Töne der G-Dur-Tonleiter. Und so weiter und so fort. Also du siehst, du hast hier ein weiteres Buzzing-Gerät und durch den Vorteil, dass die Ventile auch dabei sind, kannst du gleichzeitig deine Technik trainieren. Wie gesagt, stell dir ein Stimmgerät hin, um genau die Frequenzen zu erwischen. Das ist aber keine Grundvoraussetzung. Du kannst natürlich auch hier frei ins Blaue hinaus spielen, ohne jetzt hundertprozentig und exakt deine Intonation zu treffen. Möchtest du das Ganze optimieren, dann schnapp dir dein Stimmgerät, such dir genau die Frequenzen, trainiere automatisch auch dein Gehör mit und du wirst merken, dass du auch jederzeit im Urlaub oder unterwegs dich fit halten kannst, ohne gleich in der Ferienwohnung nebenan, im Hotelzimmer die Nachbarn störst, denn die Lautstärke ist natürlich das Maximum und es ist wie mit anderen Buzzing-Geräten stark Lautstärken reduziert. Das heißt, du könntest auch zu Hause zu späterer Stunde jederzeit mit dem Pumpet trainieren. Ich trainiere seit einer Woche damit, immer dann, wenn ich Zeit habe, zwischendrin mal ein paar Töne gebasst auf diesem Pumpet. Hoch und runter, Tonleitern, Skalen, irgendwelche Melodien, die man sowieso im Ohr hat, die man auswendig kann, immer mal wieder spielen. Und ich habe festgestellt, jetzt aktuell, ich spiele insgesamt mindestens 1,5 Stunden am Tag mehr. Wieso? Ich habe mein zweites Mundstück gekauft auf dem Pumpet. Der liegt sowieso oben bei mir in der Küche auf dem Esstisch. Und somit spielt man immer wieder beim Vorbeigehen ein paar Töne. Und man merkt automatisch, man wird wesentlich sensibler von der Lippenmuskulatur. Man muss auch trainieren, mit weniger Druck zu spielen, weil dann einfach kein Ton rauskommt. Man hört automatisch besser hin, das heißt man aktiviert sein Gehör, versucht Halbtöne, Ganztöne etc., andere Intervalle zu hören, am Anfang natürlich immer in kleinen Schritten, danach die Sprünge, Oktaven etc. pp. Trainiert. Aber letztendlich ist es auch wieder ein Trainingsgerät, das immer zu unserem Trompetenspiel dazukommt. Das heißt, wir haben natürlich unsere ganz normale Auftritts- und Überroutine mit unserer Trompete und hinzu kommt jetzt noch das ein oder andere Mal, in dem du eben an dem Pumpet vorbeiläufst und doch ein paar Töne spielst und du wirst merken, du hast automatisch ohne Probleme 20 bis 30 Minuten mehr Trompetentraining am Tag. Und das ist natürlich eine super Sache, weil wir gleichzeitig auch unsere Finger fit halten und natürlich auch das Buzzing, unser Gehör, unsere Lippen immer weiter aktivieren und verfeinern. Das heißt, ein zusätzliches Trainingsgerät zu unserer Trompetenroutine. Du kannst dir das Ganze mal unten in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung anschauen. Da habe ich den Pumpet verlinkt. Dementsprechend kannst du natürlich dann auch, da gibt es verschiedenste Modelle. Es gibt natürlich auch Pumpet, die Plastiktrompete komplett. Allerdings hier nur der Ventilstock mit dem Buzzing Mundrohr. Also, ich habe es jetzt ausprobiert, das hat sich gut in meinen Alltag integriert. Ich kann es auch nur empfehlen. Roundabout 35 € kostet es. Es wird nichts kaputt gehen, außer man haut es irgendwie absichtlich
kaputt. Es ist stabil gebaut, es ist ein Mundrohr und es sind ein paar Ventile. So viel kann da nicht kaputt gehen an der ganzen Sache. Man könnte sogar, wenn die Federn mal ausleiern, unten aufdrehen, so wie es bei der normalen Trompete ist. Und das umgekehrte Prinzip, wir haben unseren Ventilstock hier drin, die Feder unten drunter, unten wieder zugeschraubt oder eine strengere Feder eingebaut. Also auch da gibt es die Möglichkeit, im Baumarkt zum Beispiel stärkere Federn zu kaufen, damit eben noch etwas mehr Kraft trainiert werden kann. Allerdings geht es mir hier um Geläufigkeit und eben einen Schritt weiter sein Buzzing zu optimieren. Und mit dem Pump-It ist es ohne Probleme möglich. Hast du den Pump-It, dann schreib gerne mal in die Kommentare, wie es bei dir ankommt, wie du damit trainierst, beziehungsweise was du für Erfahrungen diesbezüglich gemacht hast. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Trompetentraining. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.